Digitalpianos für Einsteiger und Fortgeschrittene. In dieser Testreihe schauen wir uns Instrumente zwischen 2.000 und 4.000 Euro an. Das Kawai CA59 ist da genau in der Mitte, zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und das ist so ein Mittelklasse-Digitalpiano, das für Einsteiger und Fortgeschrittene gut sein soll. Und Yassin, du bist Jazzpianist und Leiter der Online-Klavierschule Music to Me. Du kannst es am besten beurteilen. Wir wollen wissen, ist das zum Klavierlernen geeignet? Auf jeden Fall. Das sind ja typische Unterrichtsklaviere, die schon auch einen etwas höheren Preis haben und sich genau an Leute richten, die das Klavierspielen jetzt, sage ich mal in Anführungsstrichen, richtig lernen wollen, wo also auch eine ordentliche Tastatur mit Mechanik drin ist. Und ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Instrument. Ja gut, hier ist ja speziell, wo du es gerade sagst, Tastatur wichtig. Das ist ja die CA-Serie, die ja sich dadurch ausweist, dass sie eben mit einer Holztastatur ausgestattet ist. Und genau. Hier ist dann diese Grand Feel Compact eingebaut. Die ist wie bei den größeren Modellen eigentlich genauso konstruiert. Nur ist sie ein bisschen kleiner, deswegen kompakt. Und ja, spiel doch einfach mal und gehen wir der Sache doch mal nach. Wie würdest du das dynamisch beurteilen? Also die Tastatur reagiert super auf das, was man spielt. Also die Tasten kommen schön zurück. Also gerade jetzt hier bei so einer kleinen Swing-Einlage, also quasi einer tenären Spielweise, macht mega Spaß, ist sehr gut graduiert, ist nicht zu schwer, nicht zu leicht. Also hat ein gutes Feedback und ja, und hat auch sich nochmal, glaube ich, ein bisschen weiterentwickelt zu dem Vorgängermodell. Also man merkt, da wurde vielleicht noch mal ein bisschen investiert in die Entwicklung und also durchweg positives Spielgefühl. Hier wird auch der Vergleich wichtig zum CA49. Das kleinere Modell, das eben in der Klangerzeugung ein bisschen kleiner ist, aber die Tastatur ist gleich. Okay. Und insofern, das müssten wir uns einfach mal angucken. Jetzt haben wir hier den Grand Piano Sound, den ersten, der da schön strahlend und brillant klingt. Ja. Dieser SKEX Concert Grand. Ich würde das gerne auch nochmal mit Klassik gleich probieren, aber vielleicht spielst du den Klang nochmal an. Das, also mit schönen vollen Akkorden und ein bisschen Solo. Ja, also für mich ist da eindeutig mehr an Ausdruck drin, jetzt im Vergleich zum kleineren Modell. Das sind Nuancen, ja, aber man hört das schon. Das ist einfach, da sind längere Samples in der Klangerzeugung, es sind mehr Stimmen drin, mehr Klangdetails. Es kommt alles einfach ein bisschen differenzierter rüber, finde ich. Es ist schon sehr fein und dieser Flügelsound oder Klavierklang, das ist ja quasi auch dem Shigeru Kawai-Flügel nachempfunden, dem Aushängeschild im Akustikflügelbereich. Und das hört man einfach, dass man wirklich über die gesamte Tastatur, ja, wie du schon gesagt hast, so eine feine Dynamik hat, eine feinere Auflösung und dass da einfach noch mal ein paar Prozente einfach mehr noch mal da sind. Gerade für Leute, die vielleicht auch schon ja, ein bisschen mehr drauf haben am Klavier oder auch ein bisschen mehr klanglich erwarten. Ich würde das gerne mal mit Klassik probieren. Klar, weil, gerne. Um es mal mit ein paar klassischen Stücken zu hören, das verhält sich ein bisschen anders wie bei der Jazzmusik, dass man so mit Akkorden spielt. Habe ich ganz einfache Beispiele ausgesucht von Diabelli, beziehungsweise von den Diabelli-Variationen, eine von Beethoven und eine von Schubert. Und die sind sehr, sehr unterschiedlich. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie das mit diesem Sound rüberkommt. Da steckt irgendwie so ein bisschen mehr Power drin, Ja, finde ich. definitiv, ja. Und die andere, die ist
erstmal in Moll ja, die verhält sich einfach von der Stimmung her ganz anders. Die ist viel weicher gespielt. Ja, das kann man sehr, sehr schön absetzen, also gerade hier diesen Schluss. Klingt halt total transparent, so man kann die einzelnen Töne sehr gut raushören und kann sich zum Beispiel jetzt nur auf die Melodie konzentrieren und die kommt einfach dann auch sehr, sehr deutlich rüber und das ist wirklich sehr schön bei dem Klaviersound. Ja, absolut. Was ich auch merke ist, die Tastatur ist wirklich gut. Das muss man einfach sagen, die ist total gut ausgewogen und man kann das sehr gut kontrollieren mit dem Druckpunkt, also die Druckpunktsimulation. Und hier kann ich den schon vorfühlen. Und ich kann irre leise spielen. Ja, ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Eigenschaft von dieser Tastatur. Da fühlt man sich sehr, sehr sicher eigentlich. Kommt jeder Ton rüber. Ja, es ist interessant, dass Kawai da, wie gesagt, nochmal Hand angelegt hat an die Tastatur. Die Vorgängermodelle waren ja schon sehr gut, aber das jetzt nochmal, wurde nochmal im Detail ein bisschen gearbeitet und das merkt man beim Spielen auf jeden Fall. Ja. Dass, also bei dieser leiser gespielten Variation habe ich jetzt auch nicht das Gefühl, ich müsste mir einen anderen Klang suchen, sondern das hat damit auch super funktioniert. Aber man kann ja auch sehr laut spielen. Also das geht richtig weit auf, aber man kann trotzdem sehr, sehr schön leise spielen. Das kann ich hier jetzt wirklich sehr, sehr gut kontrollieren auf der Tastatur. Nee, klingt gut, ja. Also auch dieser schöne Klangraum, der entsteht im Pedal. Aber es wäre auch mal interessant zu sehen, wie entsteht er dann, wenn man leise spielt. Ob das genauso gut funktioniert, wie zum Beispiel hier. Klingt schon Das wirklich klingt schön, schon sehr stimmungsvoll. Und wenn wir es jetzt noch leiser spielen wollten, dann gibt es ja noch das leise Pedal, con sordino, wie bei Clair de Lune. Ja, also hier habe ich das Gefühl, ich könnte sogar noch leiser spielen. Das ist schon schön. Schon gut gemacht, ja. Aber lass uns doch noch ein paar andere Sounds angucken. Da gibt es bestimmt auch noch ein schönes Upright-Piano. Genau. Wenn ich mich nicht irre. Da ist es schon. Damit kann man doch auch ganz toll Satie spielen zum Beispiel. Ja, das klingt tatsächlich wie mit einem Upright gespielt. Ja. Aber ja, es hat auch ein bisschen was so von Wiener Kaffeehausmusik. Ja. Ja, wunderschön. Aber lasst uns doch ein bisschen Jazziges hören, vielleicht mit so einem Upright. Ja, das klingt doch gleich viel besser.
Okay, lass uns weiter gucken. Vielleicht gibt es auch noch ein schönes E-Piano. Ich wette, Classic E-Piano. Sehr schön. Da hat man auch wieder einen Unterschied zu dem kleineren CR49. Ja, schöne, dezente Effekte drauf. Also und wie gesagt auch, es spielt sich wirklich butterweich. Also man muss nicht viel machen, man muss sich nicht groß bemühen. Es ist, wie gesagt, nicht zu leichtgängig, aber auch nicht zu schwergängig. Es macht einfach Freude zu spielen und ja, es wirkt halt so alles so aus einem Guss, sage ich mal. Ja, lass uns mal weiter gucken. Super Sound, super schön. Ah, ein Wurlitzer gibt's auch. Ja, sehr schön. Super, das klingt total gut. Nee, also es macht Spaß mit den E-Pianos. Ja, finde ich auch. Das ist auch noch ein wichtiger Unterschied. Gibt es bei dem kleineren auch nicht. Okay. Das Wurlitzer finde ich wirklich toll. Ja. Toller Sound. Natürlich gibt es auch Layer-Funktionen, um die Sounds übereinander zu legen, Metronom, Recorder. Hier gibt es sogar einen Audiorekorder drin. Diese Digitalpiano-Funktionen sind natürlich alle da. Ja, ja. So. Okay, fassen wir zusammen. Das Kawai CA59, Tip-Top, Mittelklasse Piano für Fortgeschrittene und Einsteiger zum Klavierunterricht geeignet. Auf jeden Fall. Tolles Spielgefühl, tolle Tastatur, toller Klang, also wirklich alles aus einem Guss. Macht total Spaß zu spielen, sowohl für Einsteiger, aber auch fortgeschrittene Spieler und auch für den Klavierunterricht auf jeden Fall empfehlenswert. Ja, also von meiner Seite aus, auch von den Funktionen her betrachtet, es gibt Layer-Funktionen, Metronom, ein Audiorekorder, man kann es mit der neuen Piano Remote App verbinden und die Klänge editieren, das ganze Piano eigentlich bedienen. Man hat alles dabei. Was ich noch erwähnen würde, ist das Lautsprechersystem. Das hat mir auch gut gefallen. Es hat einen insgesamt sehr, sehr vollen Klang. Das ist für Digitalpianos auch in dieser Preisklasse nicht unbedingt selbstverständlich. Das fand ich hier, das ist echt gut gemacht. Ja. Ansonsten natürlich, meine Hauptkriterien sind auch wie bei dir die Tastatur und Sound. Das stimmt alles.